Im Vorfeld des 2024 BRICS-Gipfels im Oktober in Kasan in Russland wird ja wieder vermehrt über die Einführung einer neuen Währung der BRICS-Staaten gesprochen. Immerhin finden ja ca. 200 Treffen und Events der BRICS-Staaten allein in diesem Jahr statt. Ein Treffen fand übrigens diese Woche am 27.05. in Moskau statt, das BRICS International Financial and Economic Forum. 700 Gäste waren eingeladen und Tausende wurden online verbunden. Die Webseite zum Event blende ich dir in die Kommentare ein. Hauptthemen sind sicherlich die BRICS Bridge, also die Zahlungsplattform für Transaktionen unter den Ländern und das Voranbringen einer eigenen Währung. Die Frage ist das alles nur Theorie und Wunschdenken oder kommt wirklich bald eine BRICS-Währung? Wie wird die neue Währung heißen? Welche Rolle spielt Iran und Russland in diesem Vorhaben? Und wird es wirklich so dramatische Auswirkungen auf die westliche Welt haben, wie einige hier immer wieder behaupten? Aktuell gehören ja 9 Länder zur BRICS-Allianz. Argentinien sollte Nummer 10 sein, aber nach dem Regierungswechsel 2023 hatte Argentinien die Einladung ja nicht angenommen und 21 weitere Länder haben Interesse an einer Mitgliedschaft bekundet. Meiner Einschätzung nach ist es nicht sicher, ob und wie schnell es zu einer BRICS-Währung kommen wird. Und es muss auch nicht automatisch zu dramatischen negativen Auswirkungen für uns alle, also für die westliche Welt, führen. Weil eine BRICS-Währung hat nämlich auch für die BRICS-Staaten selbst das Potenzial für negative Folgen, die gar nicht so einfach vorherzuberechnen sind. Und vermutlich gibt es deshalb im BRICS-Verbund auch einige Staaten, die mit der aktuellen Lösung ganz zufrieden sind. Da hatten wir ja schon in einem Video drüber gesprochen, dass aktuell die BRICS-Staaten mit Währungsswaps arbeiten. Und das bringt schon enorme Vorteile für die BRICS-Staaten, weil Währungsschwankungen damit ja schon teilweise eliminiert werden können und Überschüsse, die in einem Land liegen bleiben, werden ja über die BRICS-Bank bereits jetzt als Kredite in Landeswährung dann vergeben, was auch die Kreditaufnahme für die jeweiligen Länder verbilligt und gewissermaßen auch eine Entwicklungshilfe der Staaten innerhalb der Allianz darstellt. Also die BRICS-Staaten müssen jetzt bereits nur noch ihren gegenseitigen Handelsüberschuss in Dollar abwickeln und das bringt schon immense Vorteile für den BRICS-Staatenverbund. Aber einigen geht das nicht weit genug. Besonders das neue BRICS-Mitglied Iran hätte gerne so schnell wie möglich eine echte BRICS-Währung. Immerhin leidet das Land enorm unter den US-Sanktionen und im Iran ist die Nutzung des US-Dollars sowie die Zahlungsplattform SWIFT ja weltweit verboten. Einige Medien brachten ja das Hubschrauberunglück und den Tod des Präsidenten und Außenministers mit den Sanktionen in Verbindung, weil eben der Iran keine Möglichkeiten hat oder nur sehr schwer, zum Beispiel neue Hubschrauber oder Ersatzteile für Hubschrauber oder alte Flugzeuge kaufen kann. Der iranische Botschafter in Russland, Qasem Jalili, sagte erst vor einigen Tagen in Bezug auf eine BRICS-Währung während einer Wirtschaftskonferenz in Russland Folgendes, und ich zitiere: Die Schaffung einer neuen einheitlichen Währung im Rahmen der BRICS Association ist das, woran Russland und der Iran derzeit intensiv arbeiten. Man könnte das aber eben auch so deuten, dass noch nicht alle BRICS-Staaten voll dahinter stehen. Und dann hat er eben auch noch ergänzt, dass konkrete Details bald präsentiert werden würden und dass das Ziel sei, die Dominanz des Dollars zu beenden. Die neue Währung soll ja sogar schon einen Namen haben. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, R5 oder R5 Plus. Klingt für eine Währung ehrlich gesagt nicht besonders schön, oder? Also was kostet ein Kaffee und ein Eis? Das macht dann 4 R5 oder 4 R5 Plus oder 4 R5, wie auch immer. Also man kann es kaum aussprechen und es klingt auch nicht besonders schön. Und ich finde, das ist schon für eine Währung relativ wichtig, dass man den Namen der Währung sich gut merken kann und gerne ausspricht. In der EU sollte ja übrigens ursprünglich die gemeinsame Währung auch nicht Euro heißen, sondern der Arbeitstitel war ja EQ. Und vielen EU-Bürgern hat der Name nicht gefallen. Viele fanden, der Name klingt zu technisch oder zu unpersönlich. Andere erinnerte der Begriff EQ an die frühere französische Goldmünze, die man im 18. Jahrhundert verwendete und die eben auch EQ hieß. Und viele wissen übrigens auch gar nicht, dass damals andere Namen außer Euro auch häufig diskutiert wurden. Also man hatte zum Beispiel vorgeschlagen, den Euro, Europa, Florin oder Unitas zu nennen. Also auch eigenartig, oder? Gehst du einen Kaffee trinken und dann, was kostet der Kaffee? Der kostet 5 Europa oder 5 Unitas oder 3 Florin 50. Florin hätte mir vielleicht persönlich noch am besten gefallen. Schreib doch einfach mal in die Kommentare, ob dir Euro besser gefällt wirklich oder ob dir vielleicht Europa, Florin oder Unitas besser gefallen hätte. Aber zurück zur BRICS-Währung. Also R5 oder R5 Plus, was höchstwahrscheinlich dann doch eher ein Arbeitstitel ist. Hier hat man sich übrigens ganz einfach gemacht, da die Währung ja aller 5 BRICS-Länder mit R anfangen, also Real, Rupel, Rupie, Renminbi, Rand, hatte irgendjemand dann die Idee, diese Währung einfach R5 zu nennen.
und da im ersten Step die BRICS-Währung ja nicht die Landeswährung ersetzen wird, sondern nur eine interne Verrechnungseinheit unter den Zentralbanken sein könnte, stört der eher unschöne Name genauso wenig wie damals ÖKÜ gestört hat, eben der Vorgänger des Euro, weil der war ja auch nur eine Verrechnungseinheit und es gab weder Münzen noch Scheine. Auch wenn ja auf der einen Seite hier also die BRICS-Staaten fleißig daran arbeiten, ihren eigenen Handel ohne SWIFT und Dollar abzuwickeln, also Iran und Russland haben ihre Zahlungssysteme bereits miteinander verbunden und China hat auch schon an ihre SWIFT-Alternative CIPS 100 Länder angebunden. So heißt das nicht automatisch, dass dies extreme Auswirkungen auf die USA und die westliche Welt haben muss. Immerhin sind die BRICS-Staaten ja darauf angewiesen, dass wir, also die westliche Welt, weiterhin deren Produkte kaufen und auch dort produzieren lassen. Und du kannst sicher sein, die USA und die westliche Welt arbeiten hier auch an einem Plan B oder sogar Plan C und Plan D und werden sich als Wirtschaftsmacht nicht freiwillig vom Thron stoßen lassen. Hier sitzen die größten Denkfabriken und Ökonomen und Strategen und beobachten das Weltgeschehen mit großer Sicherheit. Und die Welt ist eben nicht nur durch Währungen, sondern über jede Art Technologie, Wirtschaft und Handel miteinander vernetzt. Und nur eine neue Währung allein oder eine De-Dollarisierung allein führt nicht zu einem Untergang der westlichen Welt, wie von manchen behauptet, aber klar, sie birgt natürlich Potenzial für Konflikte, vielleicht sogar auch für neue Kriege. Das ist ja das, was einige vielleicht sogar auch zu Recht besorgt in diesem Zusammenhang. Klar kann und wird es passieren, dass vielleicht Öl, Energie und Produkte aus China für uns künftig teurer werden könnten. Und es könnte auch sein, dass in den BRICS-Staaten bestimmte Produkte viel günstiger sind als zum Beispiel im alten Europa. Aber jetzt schon sind ja Energiepreise und Steuern zum Beispiel in Deutschland viel höher als in anderen Staaten. Und wir sehen auch ganz klar, in welche Richtung sich das bewegt und weiter bewegen wird. Das beschäftigt auch einige, viele auch unserer Mandanten, mit denen wir sprechen, wenn sie darüber nachdenken, vielleicht ihren Wohnsitz oder Firmensitz zu verlegen, um mehr Freiheiten, niedrige Kosten oder niedrigere Steuern vorzufinden. Also egal ob und wie schnell eine BRIC-Währung kommt, es macht Sinn, sich eher mal damit auseinanderzusetzen, ob ich mir vorstellen könnte, ob du dir vorstellen könntest, deinen Wohnsitz oder deinen Geschäftssitz zu verlegen. Vielleicht muss ich dafür auch erst die Voraussetzung schaffen, aber manche Menschen vereinfachen ihr Leben, suchen einen Nachfolger für das Unternehmen, trennen sich von nicht mobilen Besitz oder bereisen erstmal verschiedene Länder auf Probe sozusagen. Die Grundsatzfrage ist aber, mit der du dich beschäftigen solltest, bist du überhaupt gewillt, um hohe Kosten, hohe Steuern, oder wegen anderen Dingen, vielleicht Dinge, die dich einschränken oder in Zukunft einschränken könnten, bist du gewillt und in der Lage, deinen Wohnsitz zu verlegen? Weil wenn nicht, ist es vielleicht auch die beste Strategie, sich gar nicht erst mit solchen Themen viel weiter zu beschäftigen. Also Themen, die dich beunruhigen könnten, wie kommt eine BRICS-Währung, kommen CBDC-Währung, was macht der WHO-Vertrag? Also wenn du sowieso sagst, für mich kommt das Verlegen meines Wohnsitzes nicht in Frage oder meines Firmensitzes, dann ist es vielleicht auch weniger klug, sich mit Dingen zu beschäftigen, die dich beunruhigen, weil du dir sozusagen den Ausweg, also dein Plan B, mehr oder weniger von vornherein auch schon oder einfach sagst, ich bin gar nicht auf der Suche nach einem Plan B, sagen wir so. Wenn du dir vorstellen könntest, deinen Wohnsitz zu ändern, dann kannst du dich natürlich auch mit möglichen Ländern beschäftigen. Und klar, du kannst dort auch potenzielle BRICS-Kandidaten aussuchen oder ausschließen, je nachdem, in welcher der beiden Systeme du das bessere Gefühl für dich hättest oder für dich bessere Geschäftschancen beispielsweise siehst. Oder du kannst natürlich auch zu einem unserer Events kommen. Hier kannst du ja mit Gleichgesinnten sprechen und von Experten lernen, wie die das gemacht haben. Und die Webseite des Events oder unserer Events blenden wir dir natürlich auch jetzt hier an der Stelle gleich ein. Schreib doch einfach mal in die Kommentare, was könnte dich am Auswandern hindern? Oder wovor hast du mehr Befürchtung, vielleicht vor dem Kommen von CBDC oder vor dem Erstarken der BRICS-Länder? All das würde mich interessieren und hilft natürlich in Zukunft auch in meinen künftigen Videos auf deine Fragen einzugehen. Ansonsten freut es mich, dich in einem Beratungsgespräch vielleicht kennenzulernen oder auch bei einem unserer Events persönlich kennenzulernen. Bis dahin, bleib fröhlich. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.